Herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit dem Titel Projekt Pool. Diesmal möchte ich meine Solarabsorber, meine EPDM-Matten auf Vordermann bringen, die Winterschäden beseitigen. Und das Ganze habe ich wieder auf Video festgehalten, um den einen oder anderen einen nützlichen Tipp, einen Hinweis zu geben. Und wenn es hilft, freut es mich natürlich umso mehr. Und nachdem ich letzte Woche den Pool grundsätzlich in Betrieb genommen habe, hat sich nun gezeigt, dass über den Winter doch einige Schäden an meinem Solarabsorbern vorgekommen sind. Insbesondere hat sich wohl ein Marder an einer meiner Matten verbissen. Das heißt, da sind Löcher drunter. Die Matte möchte ich gern flicken. Und bei der Gelegenheit seht ihr auch hier, wie sich meine Verrohrung extrem verwunden hat. Das liegt einfach daran, dass ich zwischendurch ein Problem mit einem Ventil hatte und dadurch das Wasser nicht ablaufen konnte und 4,5 Bar Druck auf diesen Rohren, auf den Matten stand und natürlich diese extrem ausgedehnt haben. Heute möchte ich diese Verwerfung wieder in Ordnung bringen, eine defekte Matte komplett auswechseln und eine weitere Matte reparieren. Die Stromversorgung vom Pool habe ich abgeschalten. Auch die Solarabsorber werde ich jetzt grundsätzlich erstmal aus dem Rahmen nehmen. Und zwar diesen und diesen. Der erste hier am Bilde ist völlig in Ordnung, da werde ich heute nichts dran ändern auf diesem Dach. Aber die beiden anderen. Während die Anlage in Betrieb war, habe ich mir die schadhaften Stellen markiert. Man sieht es hier sehr schön, wie das Wasser in den Matten noch steht. An dieser Matte wird erstmal nichts zu reparieren sein, weil die Anschlussstücken hier, wo die EPDM-Schläuche auf die Adapter aufgesteckt sind, sind undicht. Diese Matte werde ich komplett abbauen und werde mal schauen, dass ich dann in meiner Werkstatt vielleicht diese Aufschübe verkleben kann oder noch mal etwas fester bringen kann. Das Problem ist einfach, wenn der Wasserdruck ansteigt, dass dann hier an diesen Stücken, an diesen Kanten, an mindestens 5 oder 6 dieser Schläuche das Wasser rausläuft und nicht nur wenig, sondern wirklich in der Gesamtheit ergibt sich dann, da wo das Wasser abläuft, ein kleiner Wasserfall. Diese Matte nehme ich also komplett raus und ersetze sie durch eine Ersatzmatte. Auf der zweiten Matte bzw. auf meiner zweiten Anlage hat sich ein Tier an meinen Matten vergangen. Man sieht es hier sehr schön. Lauter kleine Bissspuren. Da meine Anlage bereits in Betrieb ist und ich nicht unnötig Wasser verlieren wollte und das hier von der Position her doch recht günstig war, habe ich mich damit einfach beholfen, zunächst einfach eine Schraube mit 2 Unterlegscheiben handfest jetzt hier links und rechts einzuschrauben und somit diesen Bereich in der Mitte einfach abzuklemmen. Es läuft immer noch ein wenig Wasser durch, aber zumindest dieser große Sprühnebel, den ich hatte, der ist weg. Und ich möchte nun dieses Zwischenstück hier komplett auswechseln, austauschen. Hierzu brauche ich natürlich ein Stück Schlauch. Das habe ich noch übrig von einer anderen Matte. Und die Verbinder vom intakten Stück zum Ersatzschlauch zum intakten Stück. Dieses Bauteil habe ich im Moment noch nicht vorrätig. Den Einbau werde ich also erst in den nächsten Tagen vornehmen. Das Video zu liefere ich natürlich nach. Und ich denke, dass ich dem einen oder anderen mit ähnlichen Problemen da gut weiterhelfen kann. Ich werde dennoch heute damit beginnen, einen Teil dieser Anlage, das sind gute 2 Meter, abzubauen und diese Matte hier auf die Nachbaranlage aufzubauen, auf das defekte Teilstück. Diese Matte auf der anderen Seite liegt deutlich länger und auch früher in der Sonne. Das heißt, die Effektivität ist auf dieser Seite deutlich höher. Und auf dieser Anlage hier habe ich zusätzlich das Problem, man sieht es hier, denke ich, ganz gut,
Verschattung. Im Moment geht es noch, aber wenn der Baum dann voll im Laub steht, habe ich dann so ab 15, 16 Uhr im Hochsommer hier keine Sonne mehr. Das heißt, die Anlage arbeitet nicht wirklich effektiv. Und deswegen mache ich eins: Ich werde einen Teil dieser Anlage umschichten auf die andere Anlage, um so den Defekt auf der einen Seite zu reparieren und gleichzeitig die Möglichkeiten, die mir hier gegeben sind, noch effektiver auszunutzen. Ich beginne als erstes damit, die Verbinderkabel, die Kabelbinder, die diese Bauteile zusammenhalten, zu entfernen. Man sieht es hier schon sehr schön, dass die Kabelbinder in der Sonne über die Jahre hinweg gelitten haben. Also ich kann die jetzt hier einfach rausziehen. Die Köpfe sind bereits abgerissen. Dennoch hält die Anlage. Auch hier habe ich das gleiche Spiel. Ja, da ist es jetzt abgerissen, wird ein bisschen spannender der Ausbau. Hier ist der Kopf noch dran, aber das zerbröselt alles in der Sonne. Also das ist, zumindest die Kabelbinder sind nicht UV-beständig. Ich werde also dieses Stück rausbauen, die Matte dann auf die andere Seite drüben einbauen, die Gelegenheit gleich nutzen und dann mal dieses ganze Ahorn-Laub-Mischmasch hier entfernen und die Anlagen dann auch so zu säubern. So, das erste Teilstück habe ich bereits herausgezogen. Am einfachsten geht es, wenn die Kabelbinder abgerissen sind, da jetzt nicht mit der Schraube versuchen, das irgendwo rauszuziehen, sondern nach unten wegzudrücken und dann den Kabelbinder auf beiden Seiten rauszuziehen. Die zweite Hälfte ist jetzt noch ineinander gesteckt und ich hoffe, man kann das jetzt recht gut sehen. Im Endeffekt ist es so, durch langsames Hin und Her geht auch dieses Teilstück heraus und somit hätten wir die eine Hälfte schon raus. Und dann geht es an die andere Seite. Auch hier wird der Kabelbinder entfernt und das Teilstück entnommen. So, geschafft. Auch hier bei der Gelegenheit sollte man diese Dichtungsgummis gleich mit überprüfen, die noch funktionabel sind. Ich hatte an einigen Stellen Gummis, die im Laufe der Zeit porös geworden sind. Man sieht es denn, wenn man ein bisschen an dem Gummi lang zieht, sich dann kleine Risse bilden. Diese Gummis sind nicht die Originalen, die hatte ich mir im Baumarkt mal nachgekauft, die hatten gepasst. Es ist nämlich eine Kunst, Ersatzteile für diese EPTM-Matten zu bekommen. Der Erwerb der kompletten Matte ist kein Problem, die gibt es in jedem gut sortierten Poolshop, Baumarkt oder ähnliches kann man die kaufen. Aber auch hier greift das Prinzip der Obsoleszenz. Kaufe lieber neu und halte dich nicht mit Reparaturen auf. Aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, diese Matte jetzt erst einmal auszubauen. Und der nächste Schritt ist, die Installationsschienen, die ich hier angebracht habe, um die Matten bei Wind und Wetter festzuhalten, dass sie mir nicht weggeweht oder verrutscht werden, die werde ich jetzt erstmal abbauen, um die Matten dann unten drunter rauszuziehen. Im Übrigen, diese Installationsschienen, man sieht es hier sehr schön, die sind mit Löchern versehen, also kann man sich dann aussuchen, wo man die Schrauben durchmacht. Und ich habe von der Höhe her diese Matten auch so angebracht, dass hier immer noch genügend Platz ist, dass die Kapillaren, diese kleinen Röhrchen dieser EPTM-Matte nicht unterbrochen werden. Also im Endeffekt einfach nur ein Windschutz. Die Schienen sind abmontiert. Und die Schrauben habe ich jetzt erstmal weggepackt, dass sie mir nicht verloren gehen. Habe aber die Anfangsschraube und die Endschraube wieder in ihre alten Löcher eingebracht. Denn direkt hier unten drunter ist eine Schweißbahn. Auf
einer Holzplatte und ich möchte nicht unnötig neue Löcher dann hinterher einbohren, dass ich die alten Löcher wieder verwenden kann. Die Schienen sind abmontiert. Man sieht halt sehr schön, wie sich genau an diesen Schienen aber eben auch der Dreck gesammelt hat. Teilweise ist es ja fast schon Erde. Die Matte, die ich auf die andere Anlage umswitchen möchte, habe ich bereits zusammengerollt. Und im nächsten Schritt werde ich jetzt mit einem Besen und einem Wasserschlauch wahrscheinlich erstmal hier oben groß reine machen. Hier ein kleiner Zwischenbericht. Ich habe zunächst die Matten in voller Länge abgekehrt, sachte, und dann das Laub, was auf den Matten direkt drauf lag, mit dem Wasserschlauch links und rechts heruntergespült. Und anschließend habe ich die Matten zunächst von der einen Seite zur Mitte umgeschlagen, habe dann da unten drunter das Laub und diesen Humus abgekehrt und nun das ganze Spiel von der anderen Seite. Man sieht jede Menge Dreck, der sich zwischen den Matten angesammelt hat, teilweise eben auch auf den Matten. Das alles reduziert die Leistungsfähigkeit der Anlage. Diese Seite hier ist jetzt 3 Jahre in Betrieb. Das mache ich heute das erste Mal. Sonst habe ich nur oberflächlich sauber gemacht, aber gegebenenfalls sollte man das wirklich jährlich wiederholen. Nachdem ich das Ganze jetzt abgekehrt habe und mit dem Wassersprüher dann auch die restlichen Verschmutzungen von den Matten selbst entfernt habe, ist die Anlage jetzt soweit fertig, dass ich sie wieder zusammenbauen, wieder installieren kann. Und was man jetzt eben sehr schön sehen kann, gleich auch zu den anderen, ein Element fehlt. Das ist das, was ich ja auf der anderen Seite einbauen möchte als Austausch. Das habe ich im Moment zwischengelagert. Ich werde jetzt die Endstücken entsprechend ein Element nach oben rutschen und wieder anschließen. Anschließend die Installationsschienen wieder aufbringen, um das Ganze auch wind- und wetterfest zu machen. Und dann erfolgt ein Probelauf, dass ich Wasser auf die Anlage gebe und schaue, ob alles dicht ist. Die Matten sind ausgebracht und im nächsten Schritt werde ich jetzt das Ganze wieder miteinander verbinden. Die Innenbereiche habe ich gereinigt. Und damit das Ganze auch zukünftig einfach abgeht, beziehungsweise auch einfach erstmal drauf geht, das Ganze mit etwas Flutschi aus dem Sanitärbedarf. Vorneweg einschmieren. Das ganze Zeug ist unbedenklich, da muss man jetzt keine Angst haben, dass da irgendwo die Rohre oder irgendwas drunter leidet. Das wird bei normalen Wasserrohren genauso verwendet. Und das Ganze macht die Sache umso einfacher und schöner beim wieder zusammenstecken. Das war's schon. So, hier sieht man jetzt die Öffnung. Da stecke ich jetzt einfach den Kabelbinder wieder durch. Na, das ist doch nicht ganz drin. So. So. Und jetzt Kabelbinder einmal da. Einmal von der Rückseite durchgesteckt. Da ist er. Und das Ganze sieht dann so aus und sollte dicht sein, aber das werden wir ja gleich nochmal prüfen. Das ist das Ergebnis.
Eine Matte habe ich rausgenommen, die möchte ich auf der anderen Seite wieder einbauen. Habe die restlichen Matten alle sauber gemacht, habe den Untergrund gereinigt, anschließend die Matten neu angeschlossen, die einzelnen. Habe auch meine Schienen wieder angebracht, um das Ganze wind- und wetterfest zu machen. Und auch den Zulauf habe ich jetzt wieder mit Schellen an der Installationsschiene festgemacht. Und nun kommt die große Frage, alles dicht? Das werden wir gleich testen, indem ich Wasser auf die Anlage gebe. Und dieser Bereich mit diesen beiden Schrauben, was ich vorhin schon erklärt hatte, wird dann im Laufe der nächsten Woche repariert, sobald ich die Ersatzteile dafür bekommen habe. Ich habe wieder Strom auf die Anlage gegeben. Der erste Bypass ist ja so oder so geöffnet. Und nun werde ich den zweiten Bypass auch wieder öffnen. Und mal schauen, ob alles dicht ist. Das Wasser fließt, das hört man sehr gut. Die Luft wird herausgepresst. Und zumindest gibt es keine Wasserfontänen, dass irgendetwas grundsätzlich undicht sein sollte. Ich werde die Anlage jetzt weiterlaufen lassen. Die Sonne scheint, also das macht auch Sinn, damit gleich den Pool zu erwärmen. Und sobald die Sonne hier lang genug drauf scheint, werden auch die restlichen Wasserstellen vom Reinigen, von meinem Wasserschlauch vertrocknet sein. Und sollte dann in einer Stunde oder 2 Stunden hier oben immer noch nasse Stellen sein, dann heißt es forschen und schauen, wo kommt das Wasser her, weil das sollte dann eigentlich nicht mehr passieren. Leider hat sich gezeigt, dass auf den Bahnen, die ich installiert habe, doch mehrere Schäden vorhanden waren. Und aus diesem Grund habe ich beschlossen, die Bahnen, die reparabel sind bzw. die noch intakt sind, aus dem dritten Solarfeld herauszunehmen und in die anderen beiden zu integrieren. So kann ich das dritte Solarfeld in aller Ruhe mal reparieren oder neu aufbauen. Und im zweiten Solarfeld habe ich nun eins gemacht. Ich habe auch hier die Anlage zunächst abgebaut, habe den Untergrund gereinigt und anschließend das Ersatzfeld wieder eingebaut, also das, was ich sowieso vorhatte, das defekte Teil auszutauschen. Und zusätzlich habe ich ein weiteres Feld aus dem dritten Solarfeld hier eingebaut. Die Anlage also weiter nach oben und nach unten verrutscht. Das Ganze liegt jetzt mehr in der Sonne, als es vorher war im dritten Feld. Hier scheint mehr Sonne drauf und sollte somit effektiver sein.